Ich bin ja Unterwasserarchäologe oder maritimer Archäologe. Also ich habe im Studium schon angefangen, wissenschaftlich zu tauchen, um mich auch ausbilden zu lassen als geprüften Forschungstaucher und beschäftige mich eigentlich seitdem ja, mit unterwasserarchäologischen Aspekten, also sprich mit Wracks, aber halt auch vor allen Dingen mit Hafenanlagen, mit Dingen, die man sozusagen im Wasser finden kann, denn wir wissen ja, dass über den Großteil der menschlichen Entwicklung der Handel über Wasser vollzogen worden ist. Aber Schiff ist ja nur ein Aspekt, es gibt ja auch noch Hafenanlagen, es gibt halt quasi Hinterlandgeschichten, also wie wurde der Hafen überhaupt mit Waren versorgt. All das spielt da mit rein und das ist für mich sehr interessant, da beschäftige ich mich auch schon sehr lange. Der europäische Handel ist bereits seit Jahrhunderten auf die Seefahrt angewiesen. Wer sich historisch mit dem Thema beschäftigen will, kommt um die maritime Archäologie nicht herum. Doch wie gehen ForscherInnen vor, wenn sie auf dem Grund der Meere nach Spuren der Vergangenheit suchen? Ein Teil der Vorbereitung findet im Archiv statt. Auf den Shetlands zum Beispiel waren wir dann auch im Archiv, um zum Beispiel Quellen über Schiffsverluste oder ähnliches nochmal nachzuforschen, die man dann eben auch dort nachvollziehen kann und auch dann einordnen kann, um dann zu sagen, okay, wir können hier und hier und hier noch ein Potenzial sehen für meinetwegen Schiffsverluste in dem und dem Bereich, wo wir also auch meinetwegen auf Wrack oder Wrackreste noch stoßen können. Doch um wirklich vielversprechende Orte auf dem Meeresgrund ausfindig zu machen, ist deutlich mehr Technik nötig. Die Suche findet in mehreren Etappen statt. Es sind 3 Phasen. Das ist erstmal die theoretische Vorarbeit, also dass ich halt sage, so und da ist Potenzial. Dann ist die Phase 2 jetzt sozusagen einscannen. Man will dann sozusagen mit dem Boot dann so ein Grid fahren über die ganze Fläche. Letztendlich arbeiten wir dann meistens mit einem Sidescan-Sonar. Das ist halt so eine Art Echolot. Und das pingt eben die ganze Zeit ab, sendet also Schallwellen aus, die dann wieder zurückkommen und dann kann man quasi so eine Art Abbild des Bodens oder des Untergrundes rekonstruieren. Ein Sidescan-Sonar oder Seitensicht-Sonar liefert ein zweidimensionales Abbild des Bodens ähnlich einer Luftaufnahme. Anhand des Schlagschattens eines Objektes lässt sich die ungefähre Höhe errechnen. Für ein genaueres dreidimensionales Bild sind mehrere kombinierte Scans nötig. Damit lassen sich schon deutlich klarere Rückschlüsse ziehen, um was für eine Art von Objekt es sich handelt. Und dann würde man letztendlich in der dritten Phase dann halt einen Taucher oder eine Dropcam reinschicken und sagen, okay, laut Scanbild haben wir Objekt XY dort, das könnte interessant sein, da fahren wir jetzt mal hin und gucken nochmal genau nach. Wenn man Glück hat, fasst man was an und dann findet man was das letzte Mal vor 1000 Jahren einer angefasst hat oder so. Das ist auch immer mega spannend. Die einzelnen Funde ranholen, die Befunde ranholen, die Funde sehen, mit sowas zu arbeiten und vor allem das Tauchen eben zu sagen, okay, ich habe hier wirklich einen Wrack gefunden aus der Zeit. Das ist eigentlich das mega Spannende. Du bist halt in diesem Element, das ist alles um dich herum ist entweder ruhig oder du hörst deinen eigenen Atem. Und dann ist er wie in so einem Kokon, der sozusagen so umhüllt. Das heißt, wir sind also da in einer sehr feindlichen Umgebung, die aber auch unglaublich schön ist, weil man einfach halt sehr viele fremde Sachen sehen kann. Die ganzen Fische, die da rumschwimmen, die Korallen, aber auch sowas wie irgendwelche Sedimentverfärbungen oder irgendwelche unscheinbaren Hügelchen, die dann irgendwie rausstellen als meinetwegen einen Badestrandhaufen, also von einem alten Wrack oder so. Und dann würde ich sagen kann, also man hat hier diese schöne Umgebung, diese unberührte Sache und dann auf einmal mittendrin halt so ein menschengemachter Abdruck, der da drin liegt. So, das ist einfach unglaublich spannend. Und dann dazu dieses Rumschweben und Rumfliegen und so, das ist eine sehr schöne Sache.